Wir sind mit unserem Medizinprodukt Marktführer und wir stehen für höchste Qualität. Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter, investieren in unsere Zukunft und nutzen jede Wachstumschance konsequent. Wir arbeiten sehr teamorientiert, denn unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Wer kennt solche Sätze aus einem Mission- oder Vision-Statement des eigenen Unternehmens? Bitte mal Wortmeldung. Wer findet sich da wieder? Wunderbar. Wenn ich in Unternehmen komme, ich bin Unternehmensberater, dann führe ich sehr häufig als allererstes Interviews mit einzelnen Mitarbeitern und versuche dabei herauszufinden, sind denn die Visionen, die das Gesamtunternehmen gerne umsetzen möchte, sind die identisch mit der Erfahrungswelt der einzelnen Mitarbeiter? Und typischerweise stelle ich da 3 Fragen. Erstens, was war denn bisher der tollste Tag, den Sie in diesem Unternehmen erlebt haben? Zweitens, was hindert Sie daran, dass jeder Tag so toll ist wie dieser eine ganz besondere Tag? Und drittens, was muss passieren, damit Sie jeden Tag ein solches Erlebnis haben? Und mit solchen Interviews kann man unheimlich viel über Motive einzelner Mitarbeiter und auch über Gesamtunternehmen erfahren. Und noch eine Ebene drüber konnte ich auch erfahren, dass diese Antworten sich häufig gleichen bei verschiedensten Unternehmen, also über Unternehmensgrenzen hinweg. Und diese 7 Punkte, die ich hier aufgeführt habe, die sind so ein bisschen prototypisch, die kommen in den allermeisten Vision Statements irgendwo vor und die Realität sieht in etwa so aus. Vision Statement, wir sind mit unserem Medizinprodukt Branchenführer, kommt vom Top-Management. Und das Gefühl der Mitarbeiter ist, die Konkurrenz ist uns doch eigentlich meilenweit voraus. Die Konkurrenz setzt Technologien ein, die wir noch gar nicht nutzen können, aus vielleicht regulatorischen Anforderungen heraus. Und gerade Techniker fühlen sich in diesem Bereich häufig so ein bisschen zurückgesetzt und finden es schwierig, damit umzugehen. Gibt es da von Ihrer Seite auch so mal ein paar Wortmeldungen, dass jemand sagt, ja, das passt, also einfach nur mal Hände heben? Gibt es dieses Spannungsfeld bei Ihnen? Haben wir schon mal einen. Wir stehen für höchste Qualität. Das ist ein Spannungsfeld, was sich häufig auszeichnet zwischen Qualitätsmanagement auf der einen Seite und Innovationsfreude auf der anderen Seite. Innovationsfreude zum einen technologisch, Innovationsfreude auch finanziell, denn man möchte neue Märkte erschließen, man möchte einfach mit dabei sein, wenn das große neue Ding gestartet wird. Und da sind die Bereiche Entwicklung und oder Finance gemeinsam mit der Geschäftsführung häufig in einem Spannungsfeld mit dem Qualitätsmanagement. Wer hat denn das schon mal in irgendeiner Art und Weise erlebt? Wow, da würde ich mal grob sagen, so die Hälfte. Wir verbessern uns kontinuierlich. Wer kennt denn dieses Bild noch? Da muss man ja mittlerweile schon nachfragen. Bei Kassetten war es so, dass irgendwann auch die kontinuierliche Verbesserung an einen Punkt gekommen ist, wo es nicht mehr genügte, aus den 45 oder 60 Minuten Aufnahmedauer 90 Minuten zu machen, sondern der Markt erforderte etwas vollkommen Neues, eine Disruption, die mit dem Alten nicht mehr machbar war. Und solche disruptiven Herausforderungen, die sehen wir heute immer häufiger. Wie ist es denn mit Unternehmen wie Uber? Wie ist es denn mit Unternehmen wie Airbnb? Die haben teilweise nicht mal die eigene Infrastruktur, die sie vorhalten, sondern sie bauen auf etwas auf, was einfach im Markt existiert
und nutzen nur ihre Informationsstrukturen, um daraus einen Mehrwert zu generieren. Andersrum, der Pain Point ist, wir sind doch viel zu langsam, wir kommen doch mit den Methoden, die wir haben, überhaupt nicht mehr richtig vorwärts. Wer kennt denn diesen Pain Point? Sind auch ein paar. Wir investieren in unsere Zukunft, ist ein ganz starkes Statement, was häufig von der Geschäftsführung kommt. War jetzt neulich wieder bei einem Kunden, da ging es darum, wirklich neue Laptops anzuschaffen. Die sind jetzt nicht so richtig teuer, aber sagen Sie mal einem Entwickler, du musst auf deinen Laptop ein halbes Jahr warten, weil Prozesse erfordern, dass das erst genehmigt wird. Da haben die richtig viel Spaß mit. Wer kennt das? Okay. Wir nutzen neue Wachstumschancen konsequent. Ja klar, wir nutzen ganz, ganz viele Wachstumschancen konsequent. Und die eigentliche Aufgabe eines Unternehmens ist nicht, ganz, ganz viele Chancen zu nutzen, sondern wenige Chancen zu nutzen und die ganz spitz und dort in den Markt ganz spitz reinzugehen, Marktführerschaft zu erlangen. Also viele Aufgaben angehen, wird oft interpretiert, und das ist ein Originalzitat von so einem Interview, ja, wir fangen doch nur 1000 Sachen an, aber zu Ende bringen tun wir überhaupt nichts. Wer kennt das? Man kann es nicht. Immer zu sehen als Spannungsfeld, es gibt ein Portfolio und man muss mehrere Sachen zusammentun, aber hier ist es auch wichtig, etwas zu Ende zu führen. Wir arbeiten teamorientiert. Ja klar, Team ist eine ganz tolle Sache. Sobald man im Team arbeitet, wird alles besser. Toll, ein anderer macht's. Die Erlebenswelt der Mitarbeiter heißt häufig, es wird alles über den Tisch zu mir auf den Schreibtisch geworfen oder über die Mauer zu mir auf den Schreibtisch geworfen. Testabteilung ist so ein typisches Beispiel. Da kommt die Entwicklung, macht was halb fertig, gibt es in den Test und dann wird Ping-Pong gespielt. Wer kennt das? Ping-Pong. Sehr schön. Also nicht schön, aber sehr schön, dass Sie es auch so sehen. Und unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Jetzt fühlen Sie sich mal rein in diese ganzen Punkte, die wir gerade erwähnt haben. Also obere Ebene Vision, untere Ebene Realität. Und wenn die Realität immer wieder Pain Points richtig spürbar macht, dann führt das dazu, dass Mitarbeiter irgendwann mal sagen, ich habe kein Vertrauen mehr in dieses Unternehmen. Andere Gefühle, die da reinspielen können, sind Angst. Ganz massive, schwerwiegende Gefühle, die auch unheimlich schwierig wieder aus einem Unternehmen herausnehmbar sind. Jetzt stelle ich, und da geht es jetzt wirklich in die Tiefe, wer kennt sowas? Wer hat das schon mal wahrgenommen? Vertrauensverlust, Angst, kulturelle Schwierigkeiten in Unternehmen. Und jetzt habe ich auch hier so eine kleine Umfrage letztendlich gemacht mit Händeheben, und ich glaube, der größte Painpoint hier war die Thematik Qualität versus Innovation. Und das ist für mich auch nochmal eine Bestätigung, dass das genau der Schmerz ist, den Anforderungsmanager hier auf der Konferenz und generell haben. Schauen wir uns nochmal diese verschiedenen Punkte an. Zum einen hier nochmal zusammengefasst, wir sind kein echtes Team, wir sind zu langsam, Innovation fehlt, die Konkurrenz läuft uns davon, wir sparen uns zu Tode, wir sind nicht fokussiert und letztendlich das Vertrauen ins Unternehmen fehlt. Und diese einzelnen Punkte jetzt nochmal in einem Zusammenhang gesehen, also als System betrachtet. Das eine ist eine Überlastung, es fängt also damit an, dass zu viel Aufgaben bei dem einzelnen Mitarbeiter auf dem Tisch liegen, durch diese einzelnen Pain Points hervorgerufen. Wenn ein Mitarbeiter, ein einzelner Mitarbeiter überlastet ist, dann führt es dazu, dass das Team, in dem er arbeitet, auch Projekte nicht mehr so schnell durchführen kann, wie wenn alle in einem richtig guten Flow sind. Dazu kommt das Silo-Denken. Silo-Denken bedeutet letztendlich,
Jeder macht die Aufgaben, die ihm zugewiesen sind, für sich, wird auch danach bemessen und nicht nach der Teamleistung. Das gleiche Muster gibt es nochmal eine Ebene darüber. Wenn die Entwicklung von der Markteinführung vom Vertrieb ebenso entkoppelt ist, dann führt es zum Beispiel dazu, dass Projekte und Produkte, die neu gebildet werden, später in den Markt kommen. Und wenn sie später in den Markt kommen, dann wird man eher zu einem MeToo-Anbieter. Man kann die Marktführerschaft nicht mehr erreichen, weil letztendlich gibt es eine Regel in Märkten, the winner takes it all. Es gibt einen, der Nummer 1 ist, Tempotaschentücher, wer ist Nummer 2 in dem Markt? Keine Antwort. Uhu-Klebestifte, wer ist Nummer 2 in dem Markt? Pritt, da gibt es was, genau. Post-its. Und Sie merken schon, da muss man ja nachdenken. Der Kunde denkt häufig gar nicht mehr nach. Wenn der in den Laden kommt, nimmt er den Marktführer. Und als zweiter, dritter, vierter im Markt wird es unheimlich schwer, da einen Platz zu kriegen im Kundengedächtnis. Das führt dazu, wenn man nicht über eine klare Spitze-Marktpositionierung arbeiten kann, dann kann man über den Preis arbeiten. Dann kann ich sagen, ich bin billiger als der Wettbewerb. Und dann ist man mittendrin in dem Spielchen Preisschlachten, Konkurrenz, Ausdursten des Wettbewerbs. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, was letztendlich dazu führt, dass die Unternehmensführung dann sagt und sagen muss, wir brauchen neue Projekte. Wir brauchen neue Projekte, wir brauchen neue Produkte, die wir in den Markt einführen können. Und da man gar nicht genau weiß, was sollen wir denn in den Markt einführen, führt man sehr, sehr viele verschiedene Sachen ein. Also man probiert letztendlich aus. Das ist das Prinzip Schrotflinte. Und das führt wieder dazu, dass ins Gesamtunternehmen zu viel Last eingebracht wird. Also auch da wieder Aktionismus. Diese ganzen Punkte ergeben zusammen das Bild, dass eine negative Emotion drin steht, das ist Vertrauensverlust, das ist Angst. Und so sind letztendlich die einzelnen Punkte, die wir uns vorhin angeguckt haben, in einem gemeinsamen Zyklus abgebildet. Und bei der Angst ist es jetzt so, oder beim Vertrauensverlust, dass die einzelnen Punkte alle negativ einzahlen in diesem Bereich und gleichzeitig die Angst auch wieder dafür sorgt, dass die einzelnen Pain Points nochmal zusätzlich befeuert werden. Also wenn ich als Mitarbeiter in einem Zustand bin, dass ich kein Vertrauen mehr habe, dass ich Ängste habe, dann kommt auch Resignation auf, was nochmal diesen Bereich Überlastung verstärkt. Und dann kommt man zu, sei es Burnout, Krankheitsraten steigen oder auf der anderen Seite Mitarbeiter, die das Unternehmen auch verlassen.